Der erste Vortrag entführt uns jetzt von der Technik, die ja die meisten Sachen hier dominieren auf der Tagung, in den Bereich der Natur, in den Bereich der tierischen Tribologie. Und weil es immer sehr schwierig ist, hier als erster Slammer aufzutreten, hoffe ich, dass Sie die Begeisterung von gerade nochmal beibehalten und mit einem kräftigen, donnernden 7-Punkte-Applaus den ersten Slammer begrüßen, Leif Busse! Wir Tribologen beschäftigen uns ja gerne mit technischen Dingen. Aber wir wissen auch, Tribologie ist überall, also auch im Tierreich. Und die Natur hatte Millionen Jahre von Zeit, um die tollsten Dinge zu schaffen, die uns zur Bionik inspirieren. Es hieß gerade, wir sollten mehr über Helden reden. Tiere sind Helden der Tribologie. Und ich gebe jetzt einige Beispiele aus den Bereichen Stillstand und Bewegung, Abrieb und Dynamik. Unser erster Held ist selbstverständlich der Gecko. Er kann an der Decke laufen. Mit einer Adhäsionskraft von bis zu 500 Kilonewton pro Quadratmeter hält er sich fest. Das könnte sogar ein Menschen halten. Wie kann dieses kleine Tier sich jemals wieder ablösen? Es rollt langsam die Pfoten ab. Insekten und Spinnen nutzen das gleiche Prinzip, sogar die aus der Nachbarschaft. Aber während das Laufen an der Wand keine Rückstände hinterlässt, kennt die Spinne noch einen zweiten Trick, um zu kleben, nämlich den Klebstoff. Ihr Netz ist nicht nur extrem reißfest, es kann auch mit Klebstoff Insekten fangen. Genau das Gleiche wollen natürlich Chamäleons oder Frösche mit ihrer klebrigen Zunge tun. Und auch eine Schnecke kann mit Hilfe ihres Gels problemlos eine Wand hochlaufen. Nicht die Schnecke, sondern die. Und die Anemone fängt ihre Beute ebenfalls mit Klebstoff. Manche Tiere wollen aber auch gar nicht adhäsiv sein, sie wollen nicht gefangen werden, sie sind glitschig. Fische, Amphibien, Quallen. Aber besonders für seine Nicht-Adhäsion berühmt ist natürlich das Lotusblatt. Und da stellt sich die Frage, was passiert, wenn ein Gecko über ein Lotusblatt läuft? Antiadhäsiv und superadhäsiv, wer gewinnt? Nun ja, das Lotusblatt gewinnt. Der Gecko fällt runter. Ich finde, das sollte man aber auch mal nachprüfen. Deswegen Beschaffungsantrag für eine Gecko-Farm und eine Lotusplantage. Die einzige Frage bleibt natürlich, wie kriegt man dann so ein Reptil ins Tribometer? Bei Haftung geht es natürlich auch um den Griff. Die Hand ist ein Wunderwerk der Natur. Man kann damit klettern. Und tatsächlich ist die Affenhand biologisch gesehen sogar etwas moderner als die des Menschen. Außerdem ist die Sensorik der Hand natürlich faszinierend. Druck, Vibration, Scherkräfte. Jeder von uns hat ständig 2 Tribometer dabei. Man braucht aber keine Hände, um zu heben. Der Elefant kann mit seinem Rüssel problemlos 4 Kilonewton tragen. Und auch Vögel nutzen ihren Schnabel nicht nur reibschlüssig, sondern auch formschlüssig. Und der Oktopus kann mit Hilfe von Saugnäpfen an seinen Tentakeln die Normalkraft noch weiter erhöhen. Kapillareffekte sind ja auch letztlich nur Adhäsion. Bei Bäumen kennt man das. Wandelnde Lebewesen eher selten. Ob er das kann, wissen wir nicht. Aber die Krötenechse und der Dornteufel können mit Hilfe ihrer Schuppenstruktur auf der Haut das Wasser geradezu aus der Luft und dem Boden saugen und mit Hilfe von Kapillareffekten direkt ins Maul befördern. Was Tiere eigentlich ausmacht, ist ja die Bewegung. Man muss sich abstoßen mit Hilfe von Reibung am Boden. Der Gepard schafft damit locker 120 Stundenkilometer und kann selbst lateral noch mit 13 Meter pro Sekundenquadrat beschleunigen. Auch auf 2 Beinen ist man schnell unterwegs. Der Strauß 70 km/h hält eine halbe Stunde lang durch und ein Mensch könnte einfach so durchgehen am Tag über 100 Kilometer zurücklegen. Man muss aber auch trittsicher sein. Hufe klingen ja nicht danach, als könnte man viel Reibung erzeugen. Aber wenn die Hufe Haken haben und weiche Ballen, dann kann man als Gemse sogar eine Staumauer emporklettern. Und wenn es doch mal rutschig wird, muss man halt langsam in die Kurve gehen. Bei der Beutelmaus wurde das gemessen. Sie passt ihre Kurvengeschwindigkeit dem Reibwert an. Die Beutelmaus kennt die Formel.
Am wenigsten Reibung hat man natürlich durch Rollen. Raupen, Spinnen, Salamander sind schon beobachtet worden, wie sie sich einen Berg herunterrollen lassen. Und bei der Schnecke läuft es wie geschmiert, dank eines nicht-Newtonschen Scales, das je nach Muskelkontraktion abstoßend oder gleitend genutzt werden kann. Auch auf dem Wasser kann man laufen. Entweder mit der Oberflächenspannung oder indem man sich am Wasser abdrückt, wie die Jesus-Echse. Auch ein Mensch könnte übers Wasser laufen. Es sollten schon etwas mehr als 100 Stundenkilometer sein. Wenn man die nicht hat, dann nimmt man halt Stärke ins Wasser und nutzt die entsprechenden dilatanten Effekte. Durchs Wasser zu gleiten ist schon schwerer. Der Hai hat eine Schuppenstruktur auf seiner Haut, die Wasserwirbel erzeugt und so Wasserreibung verringert. Das entsprechende machen dann auch Federn bei Vögeln. Und durch die Erde zu graben ist noch schwerer. Der Maulwurf macht das auf der Suche nach seiner Lieblingsbeute, dem Regenwurm, also dem da. Und am besten kann es der Sandfisch. Er taucht geradezu durch die Sahara, fast ohne Widerstand, Abperlwinkel nur 21 Grad. Das klingt nach viel Abrieb. Aber tatsächlich, seine Rückenstruktur zeigt diese harten Noppen, wenig Kontaktpunkte, die Adhäsion als Reibfaktor und als Verschleißfaktor quasi ausgeschaltet. Abriebsfest sind auch Krallen und Zähne von Mäusen, Ratten und Katzen und die sind sogar selbstschärfend. Die Klapperschlange bewegt sich nicht nur stick-slip-artig, sie erzeugt auch das Rasseln aufgrund von Stoßreibung und ist ebenfalls sehr abriebsfest. Wo Reibung ist, ist auch Abwärme. Muskelzittern kann gezielt Wärme erzeugen, bei Menschen bis zu 400 Watt umgesetzt. Und Reibung kann auch Ladungen trennen. Das interessiert den Sandfisch gar nicht. Er ist antistatisch. All diese Tiere und noch viele mehr sind Helden der Tribologie.